Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Für das Video hier musste ich ein bisschen Recherche machen, weil ich wollte mal rausfinden, was man so idealerweise machen sollte, was so Experten sagen, was besonders gut für einen ist. Und ich habe bei so ganz vielen verschiedenen Quellen oder Webseiten so ein paar Muster entdeckt und dann habe ich versucht, die alle so zu kombinieren, um mir dann eine Morgen- und eine Abendroutine zu erstellen, die man idealerweise machen soll. Und ich bin mal gespannt, wie das wird, ob das irgendeinen Unterschied macht, also ob ich mich dann irgendwie besser fühle, als bei der normalen Morgen- und Abendroutine. Und wir haben gerade Abend, deshalb mache ich jetzt die Abendroutine und dann morgen früh machen wir die Morgenroutine. Halt, stopp Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ganz viele haben schon gesehen und mir schon geschrieben und ich kann es euch jetzt endlich erzählen. Nämlich erscheint mein neues Buch im Februar. Ich blende es euch mal hier ein. Das heißt Get Ready with Marvi und dann findet ihr ganz viele Ideen und Get Ready with Me's. Und das ist erschienen im Top Kreativ Verlag und ich freue mich so, dass ihr das jetzt endlich bestellen könnt. Und falls ihr eine handsignierte Autogrammkarte von mir dabei haben wollt, dann packe ich euch hier unten in der Infobox den Link zum Top Kreativ Verlag rein. Wenn ihr direkt beim Verlag bestellt, dann bekommt ihr die mit dazu. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen und ich würde mich sehr freuen. Und ich finde, das passt perfekt heute zu meinem Video, wo ich meine perfekten Routinen ausprobiert habe, weil ihr da auch ganz viele Routinen und andere Sachen von mir sehen werdet und alles so rund ums Fertigmachen und ich glaube, es ist richtig cool geworden. Schaut gerne vorbei und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ich habe mir mal eine kleine schöne Liste erstellt von den Sachen, die ich machen muss. Also zuerst muss ich duschen gehen, dann mein Make-up entfernen, Zähne putzen, Skincare, Haare kämmen, Schultasche packen, das Wetter checken und dann gucken, was man am nächsten Tag anzieht. To-Do-Liste für den nächsten Tag erstellen und mein Zimmer gemütlich machen und mehr Melatonin ausgeschüttet wird. Wir sind heute ganz professional in meinem Video hier. Die Rolllade ein bisschen auflassen, wenn ich schlafen gehe, damit morgens Tageslicht reinkommt. Und normalerweise hasse ich es zu schlafen, wenn es nicht komplett dunkel ist, weil dann werde ich verrückt. Dann muss ich meine Geräte aufladen, also Handy aufladen, iPad aufladen, lesen oder Atemübungen. Und ich bin nicht so der große Fan von Atemübungen. Ich komme mir da immer vor wie so eine spirituelle Meditationsfrau oder so. Zeitig ins Bett gehen. Man soll so 8 bis 10 Stunden Schlaf bekommen als Teenager. Und ich weiß, dass ich das nicht schaffe normalerweise. Aber heute muss ich es machen. Und dann gucken wir mal, was sich so verändern wird. Ich muss jetzt erstmal duschen gehen. Ich glaube, ich wasche meine Haare heute noch nicht, sondern ich mache die schön in meine Duschhaube. Dann gehe ich nur so duschen und dann muss ich mein Make-up abmachen. Wahrscheinlich wasche ich dann mein Gesicht direkt in der Dusche. Vamos al baño. Jetzt zeige ich jetzt meine sexy Badehaube. Wie findet ihr meinen Look von 1 bis 10? Okay, jetzt mal duschen. Bin fertig mit Duschen und jetzt muss ich mein Gesicht waschen. Wasche ich dann mein Gesicht direkt in der Dusche. Und mein Make-up abmachen. Ich freue mich sehr über diese Abendroutine. Ewig heute meine Wimperdusche abzumachen, weil ich hatte Wasserfeste drauf und die ist so wasserfest. Es geht erst mit Gesichtsreiniger nicht ab und jetzt musste ich hier erst das benutzen und jetzt muss ich noch mit Micellarwasser drüber gehen, weil sonst geht nicht alles ab. Okay, jetzt putze ich hier meine Zähne und danach mache ich meine Skincare, weil ich habe gehört, man soll erst seine Zähne putzen und dann die Skincare machen. Wegen irgendwelchen Bakterien, die beim Zähneputzen irgendwie in die Skincare kommen können oder so. Oh Mann. Ich habe vergessen, meine Zahnbürste aufzuladen. Egal. Jetzt kommt Skincare. Nächste von der Liste, Leute, ist Haare kämmen. Aua! Und ich glaube, ich ziehe mir vorher jetzt noch meinen Schlafanzug an. Das hier ist mein Schlafi für heute. Ich habe mein Hello Kitty Oberteil angezogen und dann meine Hose dazu, die passende. Und ich habe auch passend zum Schlafanzug so ein Lämpchen. Guckt mal. Das mache ich jetzt auch schon mal an, weil ich wollte jetzt mein Zimmer schon mal ein bisschen schön in die Nachtmode bringen. Guck, wie süß. Das hat hier so ein leuchtendes Herz. Und ich mache auch schon mal die anderen Lichter an, damit es ja einfach ein bisschen gemütlicher aussieht. So, ich habe meine LED-Lights auch angemacht und ich finde, so sieht es eigentlich voll schön aus hier. Guck mal, die haben da so eine Und da sind da mal so rote LED-Lights zwischen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich
kämmen jetzt schon mal meine Haare und dann können wir mal gucken mit dem Wetter, was ich morgen anziehe. Vor allem, wir haben morgen auch noch Sport und wir haben keine Turnhalle. Wir müssen immer Sport draußen machen, auf dem Sportplatz. Und wir haben auch keine Umkleidekabine, deshalb ist es immer so ein bisschen blöd. Wir müssen uns auf der Toilette umziehen und ja. Ich habe nachgeguckt und da steht 70%ige Regenwahrscheinlichkeit und 12 Grad. 0 Stunden Sonne. Das ist ja super. Wir haben gerade als Thema im Sport Frisbee spielen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vor allem, wir haben eigentlich so eine Sportuniform und die besteht aus einem T-Shirt und so einer Sweatshirtjacke, aber das ist viel zu kalt. Das muss ich jetzt aber auch schon mal raussuchen, weil das auch nächstes auf meiner Liste ist hier Outfit raussuchen. Und wir haben auch so eine Regel bei uns in der Schule, wenn man das Sport-T-Shirt vergisst, dann kriegt man so einen Strich. Und wenn man irgendwie 3 Striche hat, dann kriegt man so einen Notenabzug. Deshalb muss ich das auf jeden Fall jetzt einpacken. Outfit, Outfit, Outfit. Ich nehme meine rosa Lululemon-Jacke, weil wenn es so cloudy ist, dann will ich irgendeine schöne Farbe anhaben, die gute Laune macht und nicht noch so passend zum dunklen Wetter irgendwas Dunkles anhaben. Leggings. Weil ich 2 von diesen Schul-T-Shirts, aber irgendwie ist keins da. Hab's gefunden. Ich kann es euch ja nicht zeigen, weil da ist ganz groß das Logo von meiner Schule drauf. Aber es ist einfach weiß und es ist ziemlich hässlich. Und das Problem ist, dass es nicht aus so einem sportlichen Material ist, wie es für ein Sport-T-Shirt gut wäre, sondern es ist aus so richtig fettem Stoff. Und da schwitzt man dann im Sommer richtig drin. Das ist voll blöd. Okay, und jetzt muss ich mein richtiges Outfit raussuchen, was ich dann morgen den Rest vom Tag anziehe. Also, mein Plan ist ein Off-Shoulder-Pullover und eine Jeans. Also hier diesen Pulli. Den lasse ich ein bisschen auf Schulter hängen. Und dann die Jeans, wartet. Die hier, die habe ich mir auf Vinted gekauft. Die hat hier so coole Details an den Taschen. Ich musste die was enger machen, weil die war so groß. Aber das sieht cool aus, glaube ich. Und das lege ich jetzt hier schon mal auf meinen Stuhl. Uno, dos. Und jetzt muss ich mir meine Tasche packen, wie meine schöne Routine mir hier vorgibt. Was brauche ich denn morgen alles? Also, ich habe ja immer hier meinen Organizer drin in meiner Tasche. Guck, den kann man halt hier so rausnehmen. Das ist wie so eine Tasche in der Tasche dann. Taschenrechner brauche ich. Meine Spanischarbeit muss gegen die Englischarbeit ausgetauscht werden, weil die Englischarbeit muss ich zurückgeben. Das muss ich doch wieder abgeben. Leute, guck mal, das ist voll cool. Mein AirPod-Case hat hier so einen Karabinerhaken dran. Und dann kann man das einfach hier in die Tasche befestigen, weil ich habe immer Angst, dass die rausfallen. Und wir dürfen manchmal, wenn wir so Vertretungsstunden haben, Musik hören oder auch bei Kunst. Das habe ich die meistens mit. Mäppchen. Snack Attack. Okay, das kommt jetzt wieder hier rein. Ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche. Ich muss halt mein iPad jetzt noch aufladen. Aber das ist mein nächster Punkt auf der Liste. Ah, meine Haarbürste brauche ich noch. Hier, ich nehme meine süße Pinke mit. Die ist immer am schönsten. Okay, Tasche ist ready. So, ich habe kurz meine Lululemon-Tasche geholt, weil da tue ich ja meine Sportklamotten rein. Und das sind diese Einkaufstaschen, die man bei Lululemon kriegt. Und die sind voll Multitasking gut. Multitasking gut. Perfekto. Da wollen wir mal gucken, was noch auf meiner Liste steht, was ich noch machen muss. To-Do-Liste für den nächsten Tag. Okay, mal sehen. So, ich mache meine To-Do-Listen meistens immer auf Notizen. Ich hatte schon so ganz viele To-Do-List-App, aber Leute, irgendwie mache ich das dann doch nie mit diesen Apps. Deshalb mache ich mir immer hier einfach auf Notizen. To-Do-List. Reel drehen und schneiden. Ich muss morgen Haare waschen. YouTube-Videos schneiden. Was denn noch? Ah, ich muss meiner Spanischlehrerin die Sachen schicken, die wir gemacht haben im Unterricht. Wir machen gerade Gedichtsanalyse und ich möchte mit meiner Spanischlehrerin das üben. Und dann, last but not least, ist meine Nägel machen. Die Liste ist ready. Und jetzt werde ich noch meine Shutter ein bisschen zumachen. Ich habe nämlich keine Rolllade, sondern ich habe nur so Shutter, die man vormachen kann von meinem Balkon. Und ich glaube, ich mache so einen zu und einen auf. Ich möchte nicht, dass es so hell ist bei mir. Ich kann sonst nicht schlafen, Leute. Oh, es ist kalt. Okay, und das andere bleibt offen. Ich habe jetzt eigentlich alles erledigt, was ich machen wollte. Und jetzt musste ich nur noch zeitig ins Bett gehen und noch was lesen. Also darauf freue ich mich jetzt. Guck mal, ich habe meinen neuen Kindle eingerichtet und meine neue Hülle drauf gemacht. Guck mal, wie schön das ist mit diesem Composition Notebook. Ich habe mir jetzt ein Buch runtergeladen. Das ist Cold Case Academy. Und ich habe das mal auf Englisch gelesen, aber ich lese es gerade nochmal auf Deutsch, damit ich den nächsten Teil auch auf Deutsch lesen kann, weil ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Und es ist sehr, sehr gut. Also es ist eine große Leseempfehlung von mir, falls ihr auch gerne lest. Ich mache gleich noch mein ganzes Licht hier aus, also ich schlafe nicht so in meinen LED-Lights. Wie gesagt, ganz dunkel. Ich habe auch immer meine Schlafbrille an. Aber ich wollte es hier noch gemütlich haben, während ich
lese. Ich war ja früher so voll der Buchfan, gar kein Kindle-Fan, also so E-Book-Fan. Aber ich finde es eigentlich jetzt voll praktisch, weil dann kann man die Bücher immer direkt darauf runterladen. Und es leuchtet ja auch, wenn man dann halt so abends liest. Und dann braucht man nicht noch so viel Licht. Und ja, ich lese jetzt, glaube ich, noch das Kapitel, vielleicht noch 2. Aber ich muss auf meine Zeit achten, weil ich muss hier schön zeitig ins Bett gehen, damit ich auch meine gute Abendroutine erfülle. Und dann gehe ich schlafen und sehen wir uns morgen wieder für meine Morgenroutine. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, Leute. Oh mein Gott, ich musste heute Nacht meine Shutter zumachen. Also, liebe Morgenroutinen-Experten, das ist nichts für mich. Irgendwie, wir haben auch bestimmt Vollmond oder so. Es war so hell draußen. So komme ich aber nicht auf eure 8 bis 10 Stunden Schlaf, die ihr mir da vorschreiben wollt. Ich konnte selbst durch meine Schlafbrille noch dieses schreckliche Licht von draußen sehen. Naja, auf jeden Fall beginnt jetzt meine professionelle Morgenroutine. Und das erste, was ich machen muss, ist ein Glas Wasser trinken. Da muss ich kurz mal hier über euch drüber greifen. Trinken ist generell so ein Problem von mir. Ich trinke immer viel zu wenig und deshalb ist es gut, dass ich jetzt hier morgens direkt schon was trinke. Muss man das jetzt alles auf einmal trinken? Ja, mehr trinke ich dann auch normalerweise nicht. Vielleicht wie bei so einer Challenge, wo ich das ganze Glas austrinken muss. Hab's geschafft. Okay, jetzt will ich mal gucken, was hier auf meiner Liste steht. Wo ist denn mein Handy? Also, als erstes morgens soll man erstmal mal ein bisschen Zeit im Bett verbringen. Das finde ich sehr praktisch. Das finde ich schön. Und das nutze ich jetzt mal, um aufzuschreiben, was ich noch alles machen muss. Okay, also ich schreibe mal hier hin. Zeit im Bett verbringen. Dann kann ich schon abhaken. Dann rechtzeitig aufstehen. Ich habe mir heute extra den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt. Das schaffe ich. Wasser trinken. Dann gesundes Frühstück. Duschen. Ich muss aber meine Haare waschen, Leute. Die sind echt nicht schön. Natürlich Skincare. Zähne putzen. Oh, anziehen. Bett machen. Dann muss ich Haare und Make-up machen. Und der letzte Punkt ist rechtzeitig zur Schule gehen. Das fällt mir immer am schwersten. Ich muss mich beeilen. Ich bin jetzt fresh, habe meine Haare gewaschen und muss jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst wird das nichts mit dem rechtzeitig aus dem Haus gehen, Leute. Und ich habe jetzt gerade schon Skincare gemacht, also ich habe das hier benutzt. Das ist richtig gut, meine Poren werden davon richtig schön klein. Und dann habe ich hier das drüber gemacht, das ist fast leer. Das ist auch von Paula's Choice. Das ist so ein Clear Moisturizer. Jetzt will ich auch schnell Deo benutzen. Ich benutze im Moment hier das Native. Und ich mache jetzt hier für TikTok irgendwann schnell ein Get Ready With Me, weil da habe ich direkt was zu posten und ich weiß nicht, ob ich es heute Nachmittag schaffe, noch irgendwie was zu machen. Ich habe übrigens nichts darüber gefunden, ob man für die perfekte Morgenroutine Kaffee trinken darf, also habe ich es einfach mal gemacht. Okay, ich bin jetzt fertig beim Make-up und ich lasse meine Haare jetzt noch ein bisschen trocknen und gehe in der Zeit frühstücken. Ich muss jetzt mein gesundes Frühstück machen und ich glaube, meine Mama hat mir wieder Porridge mitgemacht. Okay, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, wie sonst auch. Porridge hier mit Blaubeeren und wir packen jetzt noch ein paar Mandeln drauf. Voila. Oh. So, ich bin fertig mit Frühstück. Und Leute, was ich komisch finde, bei meinen ganzen Recherchen für meine Morgenroutine habe ich nichts davon gefunden, dass man Sport machen soll. Weil ich dachte, safe schreiben die dahin, ja, stretchen oder, keine Ahnung, Morning Workout. Das, was ich gerne mache an meiner Morgenroutine, wurde nicht included. Dann skippen wir das heute. Vielleicht denken die, man macht irgendwie in der Schule dann Sport oder nach der Schule, ich weiß nicht. Ich mache jetzt eben mein Bett. Und danach föhne ich meine Haare, weil ich muss noch Bett machen, Haare machen, abhaken, anziehen und dann pünktlich aus dem Haus gehen. Girlfriend, you got me smiling, what a rich day. Guck mal, wie schön mein Föhn meinem Bademantel matcht. Schön rosa. There's no one like you when it comes to loving. So, 100 Jahre später, meine Haare sind endlich trocken. Und jetzt will ich noch ganz schnell Zähne putzen. Das habe ich fast vergessen.
den ich mir auch für gestern schon rausgesucht habe. Ich hole das jetzt mal schnell. Und dann ziehe ich mich um. Und dann sind wir ready to go. Okay, Outfit Transition. Tada! Ich habe hier noch einen Top drunter gezogen, weil sonst wird das so kalt. Aber ich finde, es sieht eigentlich schön aus hier mit der Jeans und meinem Pullover. Schön gemütlich. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Haar in meine Haare reingemacht, die nicht so frizzy sind. Und ich glaube, ich lasse die jetzt einfach so. Und jetzt brauche ich meine Tasche nur noch. Und dann packe ich noch schnell mein Essen ein und dann bin ich ready. Schwupps. Oh, meine Sportsachen darf ich nicht vergessen. So sehe ich immer aus, schwer bepackt in der Schule und jetzt kommt auch meine Essenstasche. Bevor ich es komplett vergesse, ich wollte euch noch mein Fazit geben zu meiner Morgen- und Abendroutine. Also ich finde, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal so ein paar Sachen auszuprobieren, die so Experten sagen, die man machen soll. Aber ich bin eigentlich schon ziemlich healthy unterwegs. Und mache eigentlich schon viele von den Sachen, die man machen soll. Außer vielleicht das Tasche abends packen, das mache ich nie. Das sollte ich vielleicht wirklich machen, weil das spart viel Zeit morgens und auch mit dem Wetter checken. Das muss ich auch öfter machen, weil manchmal suche ich mir halt ein Outfit raus und dann merke ich am nächsten Tag, oh, das kann ich heute gar nicht anziehen. Und ja, jetzt muss ich aber wirklich los, weil sonst kann ich den Punkt, mit dem wirklich in die Schule kommen und rechtzeitig aus dem Haus gehen, wirklich vergessen. Vamos! Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann macht gar nichts. Bye, bye!